Markus, du musst aufpassen hier, du zeigst dich wieder selber. Bald stehen die Leute vor deinem Haus. Markus, wann kommt das neue Video? Ich glaube, sie werden erstmal bei Sascha stehen. Bei mir zu Hause? Die finden mich nie, ich lebe im Wald. Sascha, Ich wohne im Wald. sind wir jetzt wieder. Denn es ist wieder Camp Österreich, Wochenende. Und diesmal wieder im geilsten Gym in Österreich, im Top Body. Und zwar mit keiner geringeren als Gaststar Alice, die jetzt die morgen und übermorgen hier ein Seminar veranstalten wird. Bist du dabei? Ja, wir sind alle dabei. Wir sind am Start. Wir gucken uns jetzt mal an, was da morgen abgeht, solange Herr Kienzel, der Top-Coach, noch in der Badewanne liegt. Wenn ihr das Video seht, ist das Seminar wahrscheinlich schon vorbei, aber ich denke nicht, dass es das letzte hier war in den Top-Body-Gyms. Deswegen nächstes Mal auf jeden Fall vorbeischauen, abchecken. Gleich machen wir noch Rücken. Stefan nimmt mich ordentlich auseinander und da habe ich Bock drauf. Und ja Mann, so leiten wir das ein, das Wochenende hier. Ich habe eine Frage. Freitagabend, hau raus. Also wenn du Rücken machst, das kann eigentlich für Alicia nur eins heißen. Da musst du ja eigentlich Beine machen. Ich war ein Aschi machen. Aha. Niemals in dem Partnerlook. Oh, schön, dich zu sehen, Mann. Ich bin geballt. Ja, wie geht's? Pfeifenkopf. Hallo. Ja, jetzt ist das Team komplett hier. Jetzt sind alle Trottel am Start. Mitten im Gym wurde hier keine Kosten und Mühe gescheut, um jetzt hier mal ein geiles Seminar aufzuziehen. Also, da wird morgen und übermorgen Top Bodybuilding Unterhaltung stattfinden. Aber noch sind nicht alle, wie sagt man, noch sind nicht alle. Was macht Stefan da? Sascha, vergiss nicht, die Kamera läuft. Wegen Nasenbohren oder? Hier gibt es Wasser gekühlt und ungekühlt sogar. Im Bunker kannst du den Hahn nur aufdrehen. Jetzt gucken wir mal. Muss trotzdem knallen heute, deswegen gibt es 2 Scoops. Crank Pump Pro heute und einen halben Monster. Halbe Portion, kriegt auch noch einen halben Monster, deswegen ich wollte nicht komplett übertreiben, weil sonst penne ich heute nicht mehr. Aber das lade ich mir rein und dann geht's los. Also wir wollten anfangen eigentlich mit hier aufgelegte Teebar, aber die passt mir hier noch besser. Gutes Ding hier. Also wir fangen an mit was Ruderndem. Erstmal reinzukommen hier. Coach, was gibt's Neues? In wenigen Minuten sollte auch... Ich wollte jetzt gerade sagen, was gibt's Neues, Alter? Ja. Ich hätte es jetzt fast verschlafen. In wenigen Minuten. Gibt's eine Zeit? Haben sie gar nicht... Nee, aber ich glaube... Weil voriges Jahr haben sie einen Countdown gehabt. 19 Uhr. Vielleicht. Ja, worum geht's? Ja, Ja, alle aufmerksamen Zuhörer müssen das jetzt erraten, um was es geht. Welche Neuigkeiten gibt es am Freitag, den 15.? Ja, 15.12., was Wettkampf-Bodybuilding, die Bodybuilding-Welt interessieren könnte und natürlich auch uns brennend interessiert. zweitgrößte Show der Welt. Wer ist eingeladen und wer nicht? Arnold, Wird verkündet. heute. Aber ich sag mal so, das müssen wir später schneiden, wenn nicht der Fall ist, aber, Eigentlich. aber das ist ja der Auftakt für die bevorstehende Saison. Ab 1.1. geht's Volldampf los zu den Arnolds. Dieses Jahr haben wir den 2. belegt und wir sind hungrig und wollen Sevin. 224 Sevin. Yes, traumhaft. Da gehen noch 2, 3 komplett allein. Komm. Yes. Jetzt kontrahierst du umstellen. Komm. Super. Yes. Zugriffen sollten nie der Fan des Bodybuilders sein, weil es einfach Das den Fokus auf die richtigen Muskelstellen leichter macht. sage ich immer. Also klar, dann kommt immer aber Unterarme. Ja, dann, Den kann man sich anders auch kümmern. dann trainiert ihr euch separat mit 3, 4 Sätzen. Aber der Rücken soll nie drunter leiden. Und Zugkraft ist das Erste,
was weggeht. Nicht nur die Kraft, selbst wenn du die Kraft hast, wenn du dich konzentrieren musst zu halten, bist du automatisch in der Handebene. Das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Das ist dasselbe, wenn Leute beim Klimmzug machen, Probleme haben, reicht es dann zum Beispiel, dass sie von dem Griff auf den Griff gehen. Ich mache sogar beides. Ich nehme die Dinger und, wie ihr gerade gesehen habt, greife über im Übergriff. Oder halt im Einfach dran denken, dass die Hand ein Haken ist. ja. 6, schön. Komm, und zusammen in 7. Unsere Muskelkette. 8, eine noch jetzt. Auf damit. Yeah! Yes! Hammer. Du willst nicht leichter machen? Nee. Warum? Sag nochmal. Weil ja genügend Wiederholungen. Kienzel ballert schwer und falsch. Zähne würde das besser machen. Schafft er nämlich. Verbessern. Ja. Sicher schon. Und kann. Schau, er zieht es ganz auf. Ja. Runter. C. Passt. Anschläge Kontraktion. Ich brauche die Maschine. Oh, die brauche ich. Aber wie er weiter paced, gell? So. Die Dampflok läuft. Wenn dann das nächste Ziel vor Augen. Wir werden hier drin trainiert, Alter. Der sollte mal ein bisschen mehr Beine machen. Komm. Und jetzt Schub. Weil für mich ist echt leicht. Also viel leichter als bei der Hammer zum Beispiel. Ja. Jetzt weiß ich nicht, wie ist die Übersetzung. Ich habe so Angst, Oh, so, war so, genau ganz richtig. so wie eine Feder nur. War schon richtig. Also kein fetter Druck. Hat mich schön leiden lassen. Aber so muss sein. Das ist ja immer relativ schwierig. Jedes Gerät Ja. ist anders und du weißt nie, wie die Wollte ich Hebelübersetzung grad ist, sagen. wie du beim Spotten quasi Kraft ausübst. Spotten ist schon eine Kunst. Da kann ein kleiner Push irrsinnig viel sein Ja. oder du musst halt echt abarbeiten. Und da ist ein kleiner Push relativ Ja. viel, glaube ich. Das war aber genau richtig. Es gibt musst- auch so Übungen, wo man einen leiden lassen kann, wie das. Aber dann gibt es andere Übungen, wenn du da nur so ganz bisschen machst, dann ist voll für den Arsch. Weil gut, die Spannungskurve sich dann auch verschiebt. Aber man spürt im oder beim Trainieren grundsätzlich diesen Gegenwiderstand und mit dem kannst du halt spülen. Was man noch dazu sagen möchte, was er wunderbar und richtig gut macht, was man halt leider Gottes sehr, sehr oft nicht optimal sieht. Ganz, ganz viele Leute, die das einarmig machen und deswegen empfehle ich Anfängern, es oft zweiarmig zu machen oder gleichzeitig zu machen, ist die Tatsache, dass sich sehr, sehr viele Leute beim Runterziehen nicht durch den Latt nach unten bewegen, sondern durch diese Seitwärtsbewegung des Oberkörpers. Wenn ihr jetzt einen Urs anschaut, kurz zurückspulen zum Beispiel, als Beweis, dass er es wirklich gemacht hat, bevor ich was gesagt habe. Er ist zwar leicht gedreht, aber den Winkel, den er hat, den hält er zu 100% ein. Grundsätzlich ist ja so, der untere Rücken ist ja einer der stärksten Muskeln, die wir haben im Körper. Der kann alles heben, der kann alles ziehen, der kann alles in Bewegung setzen. Wenn ich jetzt an der essentiellsten Punkte der Trainings- oder Belastungskurve, das Wegziehen, immer mit dem unteren Rücken mache, dann kommt natürlich nie so viel bei der Muskulatur an, wie eigentlich ankommen sollte. Und deswegen ist wichtig, Position finden, welche auch immer, aber die Position beibehalten und nicht mit dem unteren Rücken das Gewicht in Bewegung bringen. Ja, ich fand der Tipp von dir war auch Gold wert, echt damals. Weil ich war auch immer einer, der Kurzhantel rudern und dann erstmal den Rasenmäher so angeschmissen hat. Ja, genau. Die Motorsäge. Schön mit 16 die 70er gerupft. Mit allem unteren Rücken, was da war. Jetzt wird's geil. 6. Geht, ja. 7.
7. Und jetzt schön auf Zug, komm, hinter die Scheiße. Und negative Alarm. Noch eine. Komm. Negative Alarm, ich geh abrupt weg. Boah, fuck. So gerne. Ist gut? Ja, also ich bin. Heute gut gedrückt. hat er mich ein bisschen vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Bewegungskontrolle, die er da drüben bei der ersten Übung gehabt hat und da jetzt auch hat, ist echt next level. Also es wird jedes Mal so konstant besser die Art und Weise, wie er trainiert, dass man nichts mehr dazu zu sagen hat. Also fast ein bisschen Fahrt. Wir dürfen keinen Scheiß mehr bauen. Jetzt muss Gas gegeben werden. Jetzt muss der Coach stolz gemacht werden und jetzt müssen wir den Titel holen. Ich habe es Markus immer schon gesagt, so in der Diät schiebe ich auch gut durch, aber wenn du mal merkst, Energie ist da, so wie nach dem gestrigen Pizza-Pump, den wir heute machen. Ja, und das ist aber jetzt geil, so mal jetzt den Rebound so mitzunehmen, ja, richtig Energie zu haben, nicht immer so dieses nach den Back-to-Back-to-Back-Shows, immer diese Pump-Einheiten zwischen den Wettkämpfen, habe ich gehasst. Und dieses nicht ans Limit gehen, jetzt wieder richtig reinbuttern, bockt schon. Oh, fuck. Oh. Ich dachte eigentlich, ich gehe noch 2, aber es war dann so. Jetzt reißt es ab. Also das merkst du auch beim Spotten. Ja, Konstant. ja. Das ist halt dann ist geil, wenn man so einen guten oder so einen Spot hat, der weiß, wann und wie. Sonst hört es dann halt immer abrupt auf. Ich versuche mir dann immer selbst dazu zu helfen. So Ja. komplett verzogen, gell? Da haben wir sie. Das letzte Mal, wie ich mit ihm die Übung gemacht habe, ohne Scheiß. Nächsten Tag zu Hause, ich zu meiner Frau, Alter, ich habe so Schmerzen da im Oberbauch. Ich verstehe nicht, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Schon Ich weiß Organschaden. nicht, irgendwie komplett krampfig und so wie Muskelkater halt, habe ich schon Zeit lang mehr gehabt. Bis ich dann das Video gesehen habe. Und dann habe ich gewusst, warum ich diesen Bauchmuskelkater habe. Ich habe jedes Mal einen Crunch gemacht. Yes! Beschissen hier zum Sitzen. Kurzes Bankerl, glaube ich. Ja, man kann nicht gut so einen Gegendruck machen. Weil auch kein Riffelblech ist, sondern Ja. Overall. Ist der Besitzer des Sascha? Ist Live Fitness in Richtung homosexuell getrendet? Weil diese Plastikgriffe, Ja. ich meine, es spricht schon mal für den Gym-Owner, dass der so ein Ding gekauft hat und hier hingeschraubt hat, weil er weiß, die Plastikdinger, die taugen nichts. Aber Live Fitness, wenn ihr das seht, produziert keine Latzugstangen mehr aus Plastik. Die sind beschissen. Ja? Dieses gummierte Drecksscheiß. Ja, fühlt sich nicht richtig an. Rein theoretisch auch bei allen Geräten gehören sich schwul einfach an. nur Stahlgriffe mit Rifffüllung, damit du die eindrehen kannst. Dieser Gummischeiß ist immer kacke. Fühlt sich chinesisch an. Ja. Sobald das Backi-Essen reinkommt, geht's ab. Balloons? Ja. Die sind noch so verkatert, Alter.
Ja, ich sehe, du bist nicht richtig durchgespannt. Ja. Dafür wurde oben schon. Was? Im Endeffekt sind wir schon 7 Kilo weg vom Weltlimit. Die Story vom Kartfahren. Ich habe letztens meinen Bruder besucht in Ulm. Der hat uns halt zum Kartfahren eingeladen. Ich sitze im Kart. Wer wird Das genügt schon als Joke eigentlich. Ich habe es irgendwie ins Kart geschafft. Außer. Dann fahren da 2 mit, die waren Profis. Liebe Grüße. Ich dachte mir, ey, ich kenne auch einen Profi. Ich natürlich Coach, nicht nur manchmal für meine Beziehung, natürlich nicht für meinen Körper, für meinen Geist, sondern natürlich auch der Kartfahrcoach. Ich rufe an, Stefan, wie ist die Lage? Ich brauche mal hier 2, 3 Tipps. Und dann tatsächlich habe ich ein kurzes Kart-Coaching vom Boss bekommen und habe dann den 3. Platz eingefahren. Was? Ja, es waren 2 Kart-Profis und dann ich. Also ich glaube, ich als riesen Donkey Kong in dem Kart drin mit schon Gewichtsproblemen, weil es Indoor-Kart war, aber dieser Tipp mit in der Kurve gegenlehnen, dass man nicht rutscht, der war Game Changer. Vor allem, wenn du das Gewicht hast, bringt das was. Und Alicia hat man nur fluchen gehört, weil irgendwelche Vollidioten mitgefahren sind, die halt in einen reingerammt sind. Halleluja. Du weißt ja, was man sagt, wenn Leute große Unterarme haben. Woher das kommt. Ja. Wissen wir. Auch wie in Österreich. Das ist viel Kartfahren. Echt? Ist das so krass? Ja, Ich sehe das gar nicht. Mal vor, nochmal so, dass ich jetzt gefolgt habe. Ach, das ist das Ding. Das ist einfach. Aber sieht man den auch so? Ja. Und das ist das, wo ich letztens auch zum Martin geschrieben habe, das ist mir zu viel. Ja. Da müssen wir aufpassen, weil du darfst ja nicht vergessen, umso dicker das da ist, umso weniger Unterschied ist beim Lattansatz unten. Weißt du, weil du siehst ja den Unterschied, nicht die absolute Dichte. Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Drunter die Schicht. So ist es. Ja. Bei dir geht es da quasi komplett grau drauf. Das heißt, der Latt ist gleich tief wie der untere Rücken, der vielleicht sogar ein Stück tiefer ist als der Latt. Und deswegen zeichnet sich der da nicht so schön ab, Ich dachte, wie wenn das du einen muss ich schmalen machen. Ich dachte, das muss ich machen, Sophie. Das ist eben. Weißt du, dass ich den Christmas Tree kriege? Der Christmas Tree ist nur eine Spannung.
eine Spannungsgeschichte. Aber da geht es darum, dass wir halt wollen, dass das da unten wie ein Rucksack rauskommt. Unter die Schulter kommen. Sehr gut. Geil. Yes! Da ist echt arg Kunst drinnen jetzt. Ja. Ich glaube, das ist das brutalste Paket ever jetzt so vom allgemeinen Look, oder? Ja, ich glaube schon jemals so gut war. Ist schon stark. Da war der Bühne jetzt an. Hä? Nee. Das ist ein cooler Supersatz. Dann ziehst du eher so. Ja, anders, andere Zugrichtung. So gerade, ja. Aber es ist irgendwie, wenn du jetzt logisch nachdenkst, im Sitzen ist die Zugrichtung in die falsche Richtung. Ja, ja, ja. Das musst du eigentlich im Stehen umgekehrt machen. Dann wird es hinten ankommen. Das geht jetzt hier so. That's what she said. Ja. Junge, du bist halt aber richtig. Ich merke schon, geladen und entsichert. Es ist nach wie vor dieser obere Rücken, der ein bisschen hinten nachhängt. Das haben wir heute ja gleich im Mörder angefeuert. Und es liegt definitiv nicht an dir, dass der hinten nachhängt, weil das, was du da heute gezeigt hast, war pure Perfektion. Das heißt, er kommt auch nach. Was mich sehr gefreut hat, war auch beim Posen, dass du deinen unteren Rücken viel besser unter Kontrolle gehabt hast. Du hast ganz genau gewusst, wann das Becken in welchem Winkel zu kippen ist, damit der Rücken in jedem Moment am besten ausschaut. Ja, es ist fast ein bisschen fad, mehr fällt mir jetzt nicht ein, irgendwie an Kritik. So weitermachen jetzt. Ja, weil das war mir wichtig. Ihr wisst ja, wenn ich zum Boss fliege, dann um mir die kritischen Blicke zu gönnen und die Verbesserungen. Aber ich habe mir auch wirklich bewusst, habe ich ja schon, glaube ich, im letzten Video gesagt, nach Prag die Zeit genommen. Jetzt, wenn man eh nicht Volldampf geben kann im Training, die Technik wirklich gerade bei Armen und Rücken so optimal wie möglich zu gestalten. Mit Volldampf Und jetzt- ist relativ. Ja, Schon um beeindruckend. jetzt halt, wenn der Dampf wieder richtig kommt mit dem Mehressen, dass ich halt dann noch also einfach optimal das Ganze treffe. Und ja, deswegen freut es mich zu hören, dass es passt. So werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und ja, das war so mit dem heutigen Rückentraining hier.
Wir haben noch einige Ereignisse an diesem schönen Wochenende, deswegen abonniert den Kanal. Gibt es noch Leute, die nicht abonniert haben? Ja. Wirklich? Und zwar ziemlich viele. Echt? Ich glaube 30 oder 40% gucken immer Videos und abonnieren. Abonnieren. Abonnieren, Alter. Macht euch einen YouTube-Account. Klingel, abonnieren. Ich muss sagen, ich habe ja auch 5 oder 6 Jahre keinen Shame on Me, keinen Account gehabt und habe auch immer einfach so die Videos geschaut, aber pausiert jetzt, meldet euch an und habt das dann alles immer so gelistet. Schon ganz cool, da muss man nicht immer den Kanal suchen und was weiß ich, auf den guten Algorithmus warten, sondern kann seine favorisierten Kanäle einfach so abchecken. Deswegen lasst ein Abo da. Das hat schon geschrieben. Jawohl! Der ist drin, Alter, geil. Yes, baby. Also ich hab beinahe 3 Leute in der Klassik. 4! Alter, 4 Leute! Wer ist Antoine? Ricotti, Antoine, er und Wesley. Alter, wie geil. Geil. Jetzt müssen wir die anderen Klassen auch anschauen. Boah, aber wie böse. Terence ist doch. Terence, Ansley, Ramon Wissers, boah, krank, deepes Line-Up. Achso. Das ist das, was er geschickt hat. Ja. Fuck. We're in it, Alter, we're in it. 4 Leute. Ja, ein Foto für Antoine. Yes!